Also unsere Kinder sind jetzt groß und wir haben dann echt festgestellt, das Leben zieht an uns vorbei. Wir sind immer gereist, in jeden Ferien. Wir sind immer mit unseren Kindern im Wohnmobil gereist. Wir sind durch ganz Europa getourt, ständig unterwegs, auch am Wochenende immer mal wieder. Und wir haben aber immer gesagt, das kann nicht sein, dass wir eigentlich immer auf den Urlaub warten, um zu leben. Hallo, ich bin Conny. Ich bin der Thomas. Das ist unser rollendes Zuhause. Also da ich unheimlich gern koche und wir auch wahnsinnig gern essen, musste die Küche ganz groß sein. Unbedingt. Und so haben wir es jetzt auch gemacht. Also ich wollte auch unbedingt einen Backofen, weil ich Brot selber backe. Und naja, einfach so zum Kuchen backen. Weil wir auch vegan essen. Also wir können dann nicht immer alles unterwegs kaufen zum Essen. Wir müssen dann schon selber ran. Also hier ist Besteck. Ein Schneider für Zucchini-Nudeln. Der ist ziemlich leer jetzt gerade. Da sind dann auch Vorräte drin, die ich ganz oft brauche. Pfannen. Und eine kleine Kuchenform. Oh, klemmt. Oh. Tassen, Schüsseln. Die haben wir reingemacht. Das hat sich ganz gut erwiesen, weil wir oft nicht einfach nur Straße fahren, sondern ein bisschen Gelände. Wir haben einige Gläser schon eingebüßt und Tassen. Und dann haben wir eine ganz Besonderheit aus, also wir haben ja kein Problem im Gewicht, Gott sei Dank. Wir haben nämlich mal in Portugal eine ganz schöne Salatschüssel gekauft aus Ton, die wiegt irgendwie 2 Kilo. Also der hat 3, wobei ich immer finde, eigentlich bräuchte man wahrscheinlich keine 3. Aber so in der Kombination haben wir den nur so gefunden mit dem Backofen. Also der funktioniert mit Gas. Und ich benutze den tatsächlich zum Brotbacken. Also nicht nur aufbacken, sondern richtig Brot backen. Und auch zum Kuchenbacken oder auch zum Kochen. Also wir waren schon mal unterwegs vor 25 Jahren mit dem Wohnmobil. Da gab es den Begriff Vanlife noch nicht. Also wir sind ja irgendwie schon die Hippies und die oldest Vanlifer. Und wir sind damals losgefahren mit einem alten LT und sind dann in Portugal hängen geblieben. Und für uns war ganz klar, das ist eigentlich die Art von Leben, die wir führen wollen. Und dann sind wir doch irgendwie, ja, dann haben wir in Portugal ist unser großer Sohn geboren. Dann sind wir wieder zurück, weil wir festgestellt haben, in Portugal Geld zu verdienen ist wirklich sehr anstrengend. Also alle fanden das toll, dass wir in Portugal wohnen. Und wenn wir Besuch bekommen haben, haben wir alle gesagt, wow, so schön. Und mit dem Meer in der Nähe. Bloß waren wir leider nie am Meer, weil wir haben immer gearbeitet, um das Geld zu verdienen, dass wir am Meer wohnen können. Und das fand man dann doch irgendwie ziemlich doof und sind dann zurück nach Deutschland. Und dann war ich auch schon wieder schwanger. Dann wurde unser zweiter Sohn geboren. Und dann haben wir hier gearbeitet. Also unsere Kinder sind jetzt groß und wir haben dann echt festgestellt, das Leben zieht an uns vorbei. Wir sind immer gereist, in jeden Ferien. Wir sind immer mit unseren Kindern im Wohnmobil gereist. Wir sind durch ganz Europa getourt, ständig unterwegs, auch am Wochenende immer mal wieder. Und wir haben aber immer gesagt, das kann nicht sein, dass wir eigentlich immer auf den Urlaub warten, um zu leben. Ja, oder aufs Wochenende warten, bis wir endlich leben können. Also wir haben so die Vorstellung, dass das Leben so sein muss, dass man keinen Urlaub davon braucht. Also wir haben 400 Liter Frischwasser, weil wir auch eine Waschmaschine haben, weil wir ja drin wohnen. Und also wir filtern das Wasser, wenn wir uns nicht sicher sind, welche Qualität es hat, schon beim Reinfüllen. Dann haben wir eine Silberkugel im Tank. Und hier kommt es dann, also ungefiltert raus, dann nehmen wir es zum Spülen.
zum Händewaschen, Zähneputzen und so. Und hier haben wir nochmal einen Kohleaktivfilter. Und alles, was man zum Trinken oder auch zum Nudelkochen und so, dann nehme ich es hier raus. Ja, das magnetische Holz, da haben wir lang gesucht, bis wir das gefunden haben. Aber in echt ist natürlich nur hinten ausgefräst und Magnete reingeklebt. Und die halten aber wirklich sensationell, auch während der Fahrt auf schlechte Strecken ist noch nie eins runtergefallen. Wir haben ja noch ein Wohnmobil und da haben wir auch wirklich schöne so Porzellangriffe überall. Wir wollten aber hier nicht nochmal das Gleiche haben. Und aber auch, wir waren ein bisschen alternativlos. Uns ist echt nichts eingefallen, bis wir dann angefangen haben, aus allem Möglichen, was man hatte, Griffe zu basteln. Also Walnüsse, Muscheln, Schneckenhäuser, Steine, alles was da war. Und am Schluss hat es immer noch nicht gereicht und dann hat uns ein befreundeter Künstler hat uns aus alte Gasflasche ist das, also so Druckgasflasche, mit dem Brenner hat uns der so Gesichter rausgeschnitten für die fehlende. Wir haben uns das, glaube ich, echt nicht überlegt, dass das zu zweit ziemlich überdimensioniert ist. Jetzt benutze ich ihn halt auch so, also ich lege dann alles, also jetzt keine Wäsche, aber ich lege dann auch Lebensmittel rein, die eigentlich nicht gekühlt werden müssten, oder damit sie da gut aufgeräumt sind. Also Gemüse und so, da brauchen wir schon echt richtig viel Platz, aber naja, der Rest ist eigentlich frei. Ich habe dann schon Pflanzenmilch reingelegt, damit einfach was drin liegt. Ja, und eigentlich war es so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen viel weniger. Und dann war die Überlegung ein Tiny House, aber wo stelle ich das Tiny House hin und all diese Dinge. Und dann war noch das Problem, dass wir uns nie entscheiden können, wo es uns gut gefällt. Also wir sind total gern in den Bergen, wir sind total gern am Meer, wir stehen echt mal gern am See, wir sind auch mal super gern im Wald oder jetzt auf einer Wiese. Und dann haben wir gesagt, also Tiny House mit Rädern. Dann waren wir schon beim LKW. So irgendwie war das, ja. Und dann waren wir beim LKW, ja. Dann ging es nur noch darum, wie groß der sein muss. Und dann haben wir ganz oldschool-mäßig ein Blatt Papier so genommen und das ausgeschnitten, was man als feste Maße hatte. Also ein Bett, eine Dusche, das wusste man, wie groß es sein soll. Und haben dann darum geschoben. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir einen 7 Meter Koffer brauchen. Also wir haben schon ganz viel gekauft im Voraus, bevor überhaupt losging mit dem Ausbau. Und wir haben es uns auskalkuliert, wir kamen auf 40.000 Euro. Insgesamt mit dem Fahrzeug? Mit Kaufpreis. Und ja, ich glaube 2.000 Euro mehr haben wir gebraucht am Schluss. 42.000 irgendwas. Wir sitzen hier auf unserem Lieblingsplatz, auf unserer Lounge. Der Club Lounge. Es ist leicht erhöht, so 60 cm. Und drunter ist Stauraum, der ist von außen zugänglich. Und auch Technik. Also die Heizung ist da drunter, die Batterien sind da drunter. Elektriksicherungen und so Zeugs. Und wir haben das deswegen so gemacht, weil wir die Raumhöhe erhalten wollten. Also wir haben kein Zwischenboden über die ganze Länge, wie das die meisten LKWs haben, sondern wirklich nur hier hinten und ganz vorne haben wir nochmal so versetzte Ebene, weil wir die Raumhöhe wollten. Damit das Raumgefühl erhalten wird. Und wir brauchen das ganz dringend, wenn wir hier drin Yoga machen, weil wir beim Sonnengruß ja die Arme nach oben und da wird es dann schon eng mit Zwischenboden. Genau. Also wir waren beide der Meinung, wenn es mal wirklich länger schlechtes Wetter ist oder so, ist es einfach sehr bedrückend auf engem Raum. Wir haben noch ein anderes Wohnmobil mit einem 4 Meter Koffer und da wird es dann schon mühsam. Genau, unseren alten 508. Und wir machen beide Yoga. Und das können wir hier tatsächlich, also wenn wir den Tisch wegbauen, und das geht ganz schnell, den legt man dann aufs Bett. Und die 2 Stühle wegklappen, machen wir hier zu zweit Yoga. Und wir wollten tatsächlich dieses Raumgefühl. Also das war uns, also eigentlich, also es geht ja immer darum, also wenn man ein Wohnmobil plant, dann denkt man vielleicht drüber nach, auf was will ich auf keinen Fall verzichten. Und das war tatsächlich das Raumgefühl. Ich glaube, das stand an erster Priorität. Das muss hell und luftig sein. Groß, ja. Und du bist halt auch sehr groß, fast 2 Meter. Das heißt, wir haben auch gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine hohe Decke. Und ich wollte... Altbau. Altbau, genau. Und ich wollte unbedingt eine Waschmaschine. Ja, Bad. Große Dusche, ich glaube 80 x 90. Und Trockentrenntoilette. Ein Heizkörper, an dem man sich kuscheln kann. Was hat es mit der Waschmaschine auf sich? Man findet doch überall Waschsalons. Also wir waren jetzt 3 Monate in Marokko, wir haben keine einzige gesehen. Und
Jetzt ist das ja ein Auto, mit dem man auch nicht so unbedingt in die Stadt geht und einen Waschsalon sucht. Ist doch sehr unhandlich. Und auf Campingplätze gehen wir eigentlich sowieso nicht. Und wenn, hat man ja auch schon oft Waschmaschinen, die dann einfach nur so ein bisschen hin und her eiern und dann auch noch relativ teuer sind. Und nachdem wir unseren Strom ja selber produzieren, ist das ja kein Problem, eine ganz normale Waschmaschine oder fast ganz normale Waschmaschine einzubauen. Wir haben da geguckt nach dem Stromverbrauch. Also beim Heizen, klar, da brauchen sie alle gleich viel Strom, aber es gibt Motoren, also der Motor, der die Trommel bewegt, ein normaler Elektromotor hat eine ganz hohe Anlaufkurve. Wenn der startet, dann hat man ganz hohen Stromverbrauch. Und das ist jetzt ein Invertermotor, der braucht ganz wenig Strom, wenn er die Drehbewegung startet. Und also zweimal Wäsche waschen hintereinander geht. Aber wenn es nicht so ganz sonnig ist, Ja. das funktioniert. Und ein Holzofen, der kommt also aus dem Schiffszubehör, so ein Yachtofen. Geht halt nur ganz kleines Holz, aber ich habe ja noch ganz viel übrig vom Wohnmobilumbau. Und der macht mörderwarm. Wirklich mörderwarm. Der hat, glaube 2,2 kW. Und ja, den kann man wirklich nur mit ganz wenig Holz vor sich hin fackeln lassen und sonst wird es ruckzuck zu warm. Das ist von der Firma Alde die Heizung. Die schwedische Firma, die geht mit Flüssigkeit. Also im Prinzip wie kleine Heizkörper zu Hause. Und die Flüssigkeit wird durchgepumpt und geht dann aber auch noch durch den Fußboden durch. Also da ist eine Fußbodenheizung drin. Und das ist super toll im Winter, wenn es kalt ist, weil ich finde im Wohnmobil, mir hatte ja schon einige Wohnmobile und der Boden ist halt immer kalt im Wohnmobil. Und das ist jetzt echt, also man kann morgens barfuß, also aus dem Bett raus und barfuß auf dem Boden stehen. Das ist was schön. Es gibt natürlich Momente, dann platzt ein Reifen. Ja, das hat man jetzt in Marokko 3-mal, geplatzte Reifen. Da war man ein bisschen selber schuld, aber egal. Und irgendwie ist es ja trotzdem, egal was passiert, wir sind ja in einer komplett privilegierten Situation. Also wir sind draußen, wir haben ein schönes Zuhause und wir stehen in Marokko und es platzt ein Reifen, ganz ehrlich. Ich habe ja auch gedacht, wie geil ist das denn? Oder? Du stehst in Marokko, kannst den Reifen wechseln, stehst da am Arsch der Welt, kannst du einen Reifen wechseln. Wie cool, oder? Stell dir vor, du bist Reifenmonteur und musst das jeden Tag machen in einer düsteren Werkstatt. Ja, oder hier platzt ein Reifen hier auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit, dann finde ich es doch viel cooler in Marokko, in der Wüste. Ich meine, es gibt natürlich schon Momente, wenn dann sucht man einen Schlafplatz vielleicht und findet keinen passenden. Aber da sind wir sehr routiniert mittlerweile. Also jetzt sind wir ja schon für 25 Jahre unterwegs mit dem Wohnmobil. Und ich kann schon auf der Karte oder auf einem Navi sehen, wo ein guter Platz ist. Also das trifft fast immer zu. Und ja, und zur Not. Also es war früher nicht ganz so einfach, ohne Toilette irgendwo zu stehen. Aber mittlerweile, wir können uns einfach in ein Dorf stellen und da übernachten, wenn jetzt mal gar nichts geht. Ist ja wurscht. Und dann sucht man halt am nächsten Morgen, wenn es wieder hell ist, einen schönen Platz oder so. Also ich wüsste jetzt echt auch nicht, was der Vorteil von einer Immobilie ist zu einer Mobilie. Also ich weiß es echt nicht. Also, das Schlafzimmer ist quasi über der Motorradgarage und über noch einem Schrank und unten drunter ist unser großer Wassertank. Und ich habe echt am Anfang, ich habe zum Thomas gesagt, ich brauche da keine Leiter, ich kann da so hochklettern, was es irgendwie ziemlich doof war. Also jetzt habe ich doch eine Leiter bekommen. Ja, und die Matratze ist 1,40 Meter auf 2 Meter. Reicht vollkommen aus. Wir haben drunter, das finde ich mir ziemlich toll, diese Brooks, wie heißen die? Froli, genau. Die finde ich mir ziemlich bequem. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Früher haben wir auch nur mit Schaumstoff auf Brettern geschlafen. Heute mögen wir es echt schon rückenschonend. Genau, meine Kinder haben mir dann eine Wärmflasche geschenkt. Unsere Kinder. Ja, und dann haben wir hier unsere Schränke. Wir klappen alle nach unten, damit wir wir wollten keine Aufsteller kaufen. Und alle haben immer diese Aufsteller. Und wir haben gedacht, warum eigentlich? Wenn sie nach unten gehen, brauchen wir keine Aufsteller. Dann gehen sie halt nach unten auf. Das ist unsere Schlafzimmertüre. Da kann man. Ich habe
Gott sei Dank Freundinnen, die können nähen. Ich kann mich nicht hier einhängen. So. Dann kann man das hier einklemmen. So. Wir wollten auch keine Bank, also so eine feste Sitzbank hier jetzt um den Tisch rum, weil uns war ganz arg wichtig, dass wir viel Platz haben. Also das war wirklich unsere Vorgabe, als wir überlegt haben, wie das Wohnmobil, welche Größe, also wir wohnen ja hier drin, also welche Größe das haben soll, wie groß der Koffer sein soll, was brauchen wir wirklich. Und also weil wir ja auch arbeiten, brauchen wir einen Arbeitsplatz, wir brauchen einen Essplatz. Und also ich finde einfach, mit Stühlen bist du viel flexibler. Du kannst die auch mal ein bisschen drehen und dich ein bisschen anders hinsetzen. Und wir können es ja auch mal mit rausnehmen, wenn wir dann Besuch haben. Und man kann hier echt zu mehreren sitzen. Und dann haben wir aber nicht gewusst, ob die Stühle kratzen auf dem Boden. Und dann habe ich mir überlegt, wie machen wir das? Und dann habe ich geguckt, echt im Internet, und habe die Socken gefunden. Also wir haben mehrere Standbeine, aber unser Hauptstandbein ist tatsächlich Network. Also wir sind im Network seit 4,5 Jahren und das ist auch die Haupteinnahmequelle. Das lässt sich auch super vereinbaren von unterwegs, wenn man dann eine gute Internetverbindung hat. Da kann man gut kommunizieren mit unserem Team. Also das läuft halt dann unterwegs wirklich viel per Videokonferenz mit unserem Team, was auch auf der ganzen Welt verstreut ist mittlerweile. Das finden wir natürlich auch sehr spannend. Dann mache ich noch, also ich hatte ja eine familientherapeutische Praxis und das mache ich auch noch online, weil es mir total viel Freude bereitet. Mir hat es nur in der Menge keine Freude mehr bereitet, wie es halt vorher war mit 50 Stunden in der Woche. Das war mir echt too much. Und das sind eigentlich so unsere, und jetzt bist du gerade Erntehelfer. Momentan, ja. Ab und zu mal was Sinnvolles tun. Aber ich glaube, deswegen sind wir finanziell, wir haben ein monatliches Einkommen, was uns ausreicht. Und was wir aber sehr schätzen, ist die Zeit, die wir dadurch gewinnen, Dinge zu tun, die wir gerne tun. Das ist eher so. Ja, ich bin ja Espresso-Trinker und ich trinke auch wirklich nur Espresso. Und man hat ja zu Hause eine Siebträgermaschine, aber die braucht wahnsinnig viel Strom zum Aufheizen. Die heizt dann halt dauernd, während der Espresso durchläuft. Das war dann fürs Wohnmobil nicht praktikabel und dann haben wir lange gesucht, bis wir dann die Espresso-Maschine gefunden haben. Ich glaube, Englisch, klar. Ich glaube, das ist Englisch. Und die geht eben nur mit heißem Wasser. Und heißes Wasser mache ich ja mit Gas. Und dann habe ich noch Espresso-Mühle. Und dann muss ich halt mal kurbeln. Dankeschön. Bitteschön. Ich würde mal jedem empfehlen, wirklich drüber nachzudenken, was er dann wirklich gerne tut, ob er jetzt gerne reist und sich das einmal wirklich vom Morgens aufstehen, mal so einen ganzen Tag in Gedanken durchspielt, wie sich das anfühlt. So als Inspiration, wie sich das anfühlen könnte, wenn er das wirklich hat, was er möchte. Ja, und die Frage nach dem Warum. Ja. Also warum möchte ich reisen? Also möchte ich reisen, weil einfach alle reisen. Also das ist dann vielleicht wenig Antrieb. Und da möchte ich nur weg von hier. Ja, genau. Ist nur eine Flucht. Auch nicht so richtig gut, ne. Also ich glaube, die Frage ist echt, warum. Und wenn das Warum groß genug ist, spielt das Wie ja keine Rolle mehr. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich glaube, viele Menschen brauchen sehr viel Zeit und Energie, sich zu überlegen, wie sie das machen können. Ich glaube, es wäre sinnvoller, sie würde die Zeit nutzen, um sich zu überlegen, warum will ich das verändern. Wenn sich Menschen von etwas lösen, was sie schon immer so kennen, dann ist das ja ein Prozess, das in Frage zu stellen. Dann kommen Ängste auf, dann kommt von außen, die Umwelt sagt dann, oh, das kannst du nicht machen und stell dir vor, und das dockt ja dann an alles an, was wir bis jetzt kennen. Und ich glaube, dieser Prozess, also ich habe eine Idee und ich gehe dann wirklich in diesen Veränderungsprozess. Das ist einfach auch eine Zeit, die da stattfindet. Bei den wenigsten, die wachen morgens auf und sagen so, ab heute bin ich jetzt Vanlifer. Also das glaube ich nicht. Nee, ich denke, das ist wirklich ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, und da folgt eine Entscheidung nach der anderen. Und dann kommt natürlich immer von außen
weil man ist ja in seinem Umfeld eingewachsen sozusagen. Und ich glaube auch manchmal gilt es da vielleicht mal zu überprüfen, sind die Menschen, die um mich rum sind, Tut mir das gut. sind es auch die Menschen, die mir die mentale Stütze geben, dass ich wirklich weitergehen kann, oder muss ich da vielleicht auch mal anfangen, mich zu orientieren und auch Menschen in Liebe ziehen lassen. Das klingt immer so böse, aber ich glaube, wenn man langjährige Freundschaften hat oder Bekanntschaften, dann hat man sich oft auch aufeinander eingestellt, in Fragestellungen oder in Gesprächen, und ich glaube, auch da gilt es vielleicht manchmal zu überprüfen, passt das noch für mich? Oder kann das durchaus weiterhin eine gute Bekanntschaft bleiben? Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die mich mehr inspirieren. Wir haben jeder 24 Stunden am Tag. Die Frage ist, wie wir sie nutzen.